Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und was haben wir hier? Ein 18 Volt Bohrhammer. Wunderbar, von Bosch, funktioniert. Was haben wir hier? Ein 18 Volt Bohrhammer von Bosch, wunderbar, funktioniert. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben hier einen nachgemachten Bosch Bohrhammer mit einem Makita Akku und wir schauen heute mal Folgendes. Wer von beiden ist eigentlich schneller beim Bohren und viel wichtiger, was sind die Innereien? Ist das, was hier drin ist, wirklich dasselbe wie da oder ist das irgendwie kompletter Schrott? Also heute das Duell 170 gegen 50 Euro. Was ich hier habe, ist ein Original Bosch Gerät, der GBH 18V21. 2 Joule, sehr lange auf dem Markt, 18 Volt, funktioniert. Und das Gerät hier, was ich hier habe, kostet 170 Euro, wenn man das jetzt so im Laden kaufen würde. Ohne Akku, wohlgemerkt. Hier habe ich jetzt das Gerät von Heimerdinger, komplett nachgemacht. Das heißt, Heimerdinger als Marke hat dieses Gerät komplett nachgebaut. Es sieht wirklich fast 1:1 identisch aus. Einziges großes Ding. Wir haben hier Makita-Akku drin, warum auch immer. Warum macht man Bosch nach und Makita-Akku rein? Verrückt. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu. Was wir hier aber merken an dem Gerät ist, oder was wir in der Leistungsangabe haben, wir haben hier ein 3 Joule Gerät zu einem 2 Joule Gerät. Für mich sehr interessant, wir werden gleich mal auch vor allem reingucken, wie sieht es dann innen drin aus. Denn das Gerät hier scheint mir irgendwie auch schwerer zu sein, irgendwas ist hier anders dran, aber zuerst bohren wir mal, um mal so einen Vergleich zu haben. Ihr habt eben gesehen, dass es schon einen zeitlichen Unterschied gibt. So irgendwo im Bereich 14 Sekunden waren wir hier bei Bosch. Bei dem Nachgemachten waren wir so im Bereich 13 Sekunden. Wenn man bedenkt, dass wir hier ja 50% mehr Schlagenergie haben, schon ein bisschen komisch. Hätte ich mir sogar noch ein bisschen schneller erwartet, aber es ist, wie es ist. Ergo, rein bei dieser einfachen kleinen Bohrung, die wir gerade gemacht haben, konnte er mithalten. Und wir müssen ja bedenken, wir haben hier 170 gegen 50 Euro. Das habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt. Wir haben hier 50 Euro Kaufpreis und das ist schon krass. Ja? Viel wichtig ist aber, was steckt eigentlich drin? Und jetzt gucken wir uns das Gerät mal etwas im Detail an. Wo unterscheiden sich denn so bei den Nuancen, bevor ich es auseinanderbaue? Das erste ist übrigens schon mal der Akku. Wir haben hier keine Akkuanzeige, die ist ja direkt am Akku dran. Hier bei der Firma Heimerdinger haben wir natürlich auch, weil es ist ja ein Original Makita-Akku, den ich hier benutzt habe. Natürlich haben wir hier eine Akkuanzeige, ohne Frage. Aber wenn wir es hier reinstecken, seht ihr, haben wir auch hier eine Akkuanzeige am Gerät. Ja? Was wir aber auch sehen, ist Folgendes. Und da kommt hier mal ein bisschen dichter, weil das ist schon nicht so schön, finde ich. Das ist Folgendes. Ihr seht hier, beim Fake haben wir nur 2 Anschlüsse. Das heißt, nur plus, minus, fertig. Es wird nichts gemessen. Es wird auch nicht geschaut, wie ist der Akku gerade drauf. Ja? Also ist der jetzt irgendwie in einer guten Situation, ist er zu heiß, ist er zu kalt, ist irgendwas. Das haben wir hier nicht. Beim Original Bosch Gerät haben wir das natürlich, überhaupt kein Problem. Da haben wir die üblichen 4 Anschlüsse, das ist da und da wird der Akku immer wirklich überprüft. Ja? Ansonsten schaut euch mal das Design an. Wenn wir uns hier das Bosch Gerät anschauen, auch hier, selbst wenn wir die Einstellungen hier anschauen, das ist alles komplett übernommen worden. Auch hier das Design, was wir hier haben, das ist natürlich in Nuancen immer ein bisschen anders. Ja? Auch hier ist, die Lüftungsschlitze sind nur hier sind sie ein bisschen durchgezogen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber ansonsten sehen wir bei den Geräten hier, das ist annähernd gleich. Ich bin super gespannt, wie es innen drin aussieht. Hier sehen wir mal die komplette Elektronik und die Antriebseinheit. Das hier ist extrem gekapselt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rankomme. Das sind winzige Schrauben. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was liegt denn da eigentlich auf dem Tisch? Es sieht sich doch schon durchaus ähnlich. Wir haben so Hartplastikschalen, wir haben ein bisschen Motor, Elektronik und so weiter. Und das war es auch schon. Aber nee. Da sind jede Menge kleine Unterschiede und die machen doch am Ende einen richtig großen Unterschied. Fangen wir mal vorne an. Und ganz wichtig, hier geht es nicht primär darum, dass ihr ein Bosch-Gerät kaufen sollt, sondern es geht darum, dass wir hier ein
professionelles Gerät haben und nicht ein Gerät haben, was wir für 50 € uns geschossen haben. Also versteht das bitte nicht falsch. Ich hätte jetzt auch einen Dewalt, einen Milwaukee, einen Bosch oder sonst irgendwas nehmen können. Die werden im Inneren alle sehr hochwertig sein. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was ist denn der Unterschied. Aber kommen wir jetzt zu den Unterschieden wirklich der beiden Geräte. Wir haben hier oben den ersten Unterschied, den großen, nämlich wir haben hier Kühlrippen. Das ist dafür da, wenn eine richtig Last ist auf dem Ganzen, dass wir hier eine Kühlung haben und dass die Hitze irgendwo hinkommen kann. Das sieht bei dem nachgemachten Gerät schon anders aus. Da ist hier genau gar nichts. Ja, wenn man hier sieht, da ist nichts mit Kühlrippen oder sonst irgendwas. Und wenn wir hier schauen, sehen wir auch den nächsten großen Unterschied. Und zwar, wir haben hier nur 2 Kontakte. Ja, also Kontakt 1, Kontakt 2. Also Plus und Minus. Mehr haben wir hier nicht. Hier bei dem Profi-Gerät haben wir nicht 2, sondern haben wir 4 Kontakte. Warum? Um eben die Elektronik im Akku wirklich anzusprechen, um zum Beispiel auch die Temperatur zu messen, um wirklich zu wissen, geht es dem Akku gerade gut oder nicht. Damit die beiden eben kommunizieren können. Das kann der andere nicht und das kann zu richtigen Problemen führen. Bei so einem Bohrhammer ist es so, dass wir natürlich sehr viel Vibrationen haben, die in diesem Gerät passieren. Ganz logisch. Und hier bei dem Profi ist es wiederum so, dass der Akku hier unten federnd gelagert ist. Ja, das heißt, wenn wir hier das Ganze reinstecken, die Kontakte sind möglichst von Vibrationen geschützt, das Ganze federnd gelagert, damit die Kontakte nicht die ganze Zeit aneinander reiben. Ja? Wie sieht das hier aus? Hier ist gar nichts gelagert. Das ist natürlich starr und hier können die Kontakte schon eher mal aneinander reiben und das kann theoretisch auch zum Problem führen. Jetzt möchte ich euch was zeigen, wo ich sage, weiß ich nicht, würde ich so nicht machen. Das ist ja Metall und da ist ein bisschen Elektronik drin. Hier steckt normalerweise der Akku dran. Also hier nochmal Metall, hier Akku. Hier unten sind die 2 Lötstellen, ja, um das Ganze zu verbinden. Jetzt schaut euch das mal an. Das ist so eng hier dran. Die Lötstellen, die tragen ja auch ein bisschen auf. Hier ist das Ganze dran. Wenn ich das hier zusammendrücke, sind die Lötstellen wirklich hier am Metall verbunden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Metall, hier den Akku mit den beiden Kontaktstellen und die sind so nah dran, dass vielleicht 1 Millimeter dazwischen, da muss nur irgendwas passieren und schon macht es bupp. Und dann britzelt es aber richtig. Wo wir gerade bei der Platine waren, was passiert in der Platine? Wir kommen mal Richtung Motor. Wir schauen mal Richtung Motor. Da haben wir hier bei dem günstigen Gerät für 50 € einfach mal genau 3 Kabel dran. Bei dem Gerät vom Profi haben wir nicht nur die 3 Kabel, sondern wir haben da auch jede Menge Steuerleitung und am Motor noch mal eine Platine. Ich muss sagen, ich bin da wirklich nicht der Experte, aber das wird ja nicht ohne Grund da sein. Wenn ihr genau wisst, wozu diese Platine am Motor und die ganzen Kabel, die ganzen kleinen Kabel hier noch dafür da sind, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und der Querschnitt der Kabel bei Bosch ist auch wesentlich dicker. Das sieht zwar auf den ersten Blick nicht so aus, aber das ist schon ein gehöriger Unterschied. Das nächste ist, wir haben ja hier auch einen Ein- und Ausschalter, ja? Also beziehungsweise einen Auslöseknopf an der Stelle. Dieser Knopf braucht auch Kabel. Bei dem Originalgerät hier, bei dem günstigen war es so, beim günstigen Original war es so, dass wir hier, wie viele Leitungen haben wir hier? 2, 4, 6 Leitungen, die dahin sind. Die eine Leitung, und ich versuche das euch mal zu zeigen, die eine Leitung hier, die ist schon so original abgeklemmt gewesen. Ich glaube nicht, naja, die könnte noch funktionieren, aber lange auch nicht. Also bei Vibration ist die ruckzuck durch. Kommen wir zum Motor und da fällt uns doch einiges auf. Ja, der Motor ist angesteuert, Kabel sind dran, aber wie sieht der Motor eigentlich aus? Hier beim Profi sehen wir, der hat eine ganz andere Optik. Versuche ich mal rauszunehmen. Der ist komplett nochmal hier mit Kunststoff umwickelt, umzogen, um eben auch eine perfekte Lagerung hier zu haben. Der ist perfekt hier gelagert, man kriegt ihn auch kaum raus. Ich habe jetzt einfach nur eben reingesteckt, habt ihr ja gesehen, und der ist so fest schon wieder da drin, ist richtig gut gemacht, muss man sagen. Ja? Man sieht auch, die Wicklungen hier sind deutlich dicker, was man so optisch erstmal sieht. Das ist beim anderen Motor schon mal was ganz anderes. Das sieht aus wie, was hat einer nur den Motor so reingeworfen. Hier, da habt ihr den Motor, da ist keine Ummantelung drumherum, die ganzen Wicklungen sind dünner und das liegt hier nur so relativ locker drin. Ob das wirklich lange hier funktioniert mit dem Anker, ich weiß es nicht. Kommen wir zum Anker und vorweg möchte ich nochmal sagen, natürlich der Materialkunde, der absolute Ingenieur kann hier nochmal richtig viel tiefer rein. Ich sage euch nur, was mir so alles auffällt und das ist schon eine ganze Menge. Aber wir kommen auch gleich zum Fazit. Hier beim Anker ist es so, wir haben hier etwas, was die Lüftung gewährleisten soll. Ja? Ihr seht also hier so eine Schlitze, die dafür eigentlich da sein sollten, theoretisch, dass der Motor gekühlt wird.
Aber natürlich erzeugt das hier eine gewisse Luftverwirbelung, aber es sieht nicht aus wie beim Profi. Und ob das effektiv ist, das weiß ich nicht. Beziehungsweise würde ich so gar nicht sagen. Das bezweifle ich sehr stark. Hier sehen wir den Profi. Das Ganze ist so geformt, dass die Luft wirklich entsprechend strömt, wie es der Motor braucht. Und was einem natürlich auch noch auffällt, ist, der Motor sitzt ja hier hinten dran. Ja? Das heißt also, das Ganze sitzt, sagen wir mal, hier ist der Motor, so dort drin und dreht sich. Dadurch wird hier der Motor durchströmt. Jetzt gucken wir uns das mal beim anderen an. Da sitzt hier der Motor und dreht sich. Wie soll denn hier was durchströmt werden? Klar, hier sind so kleine Löcher, aber das wird ja gar nicht in diese Richtung gebracht. Also weiß ich nicht, irgendwie sieht das nicht richtig aus. Und jetzt können wir beim Schlagwerk auch noch weitermachen, aber ich glaube, wir haben eigentlich sogar schon genug gesehen. In Summe muss man ganz klar sagen, das hier ist ein Gerät für um die 50 Euro. Hier haben wir ein Gerät für mehr als den dreifachen Preis bei 160, 170 Euro. Aber wir sehen auch einen riesigen Unterschied. Allein die Tatsache, wie günstig die Elektronik ausgebaut ist, keine Federung, kein gar nichts. Überlegt euch mal, wir haben hier ein Gerät und damit bohren wir nicht zweimal im Jahr, sondern sagen wir mal 20 Mal im Jahr. Und schon stelle ich mir die Frage, wenn da öfter mal Vibration drauf kommt, bleibt der Motor wirklich an seiner Stelle? Hält das alles noch zusammen? Schafft es dieser Schalter überhaupt noch zu drücken, nachdem das hinten schon eingequetscht wurde? Kommt da nicht irgendwo ein Kurzschluss an diesen Kontakten? Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Ich möchte ein Gerät haben, was wirklich auch langfristig funktioniert und nicht für nur 3 Mal benutzen gebaut wurde. Das ist meine Meinung. Ihr schreibt bitte mal eure Meinung unten in die Kommentare und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.